Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute wollen wir ein bisschen über Ottmar Schock reden, seine aktuelle Politik und vor allem den ganzen Werdegang nochmal ein bisschen auffrischen, was er für den FCM erreicht hat, ob es wirklich Sinn macht, ihn aktuell zu feuern und so weiter und so fort. Um das Ganze mal ganz kurz klar zu machen, Ottmar Schock hat gute Transfers getätigt, eigentlich immer eine glückliche Hand mit dem Trainer gehabt, mit Tietz natürlich. Und jetzt einmal einen Trainer verpflichtet, der ein unglaublich gutes Profil hat, das Potenzial für zweite Bundesliga hat, aber einfach nicht gepasst hat. Hat zudem finanzielle Sicherheit für den FCM sich darum gekümmert, Rekordtransfers getätigt, Rekordabgaben generiert, uns fast von der 4. Liga zur 2. Liga geführt und zudem noch 2 Vereinsgebäude bauen lassen, auch dank seiner Hilfe. Und viele wollen ihn jetzt deswegen feuern auf gut Deutsch, weil er einfach vieles erreicht hat für den FCM und dementsprechend jetzt einmal eine schlechte Hand hatte, die er dann auch vielleicht ein bisschen zu spät dann dementsprechend selbst reflektiert hat und deswegen ihn zu feuern, finde ich absolut Quatsch. Ich glaube, er hat viel für den FCM erreicht und wird das auch noch weiterhin machen. Er wird uns aus dem Dreck ziehen, da bin ich mir sehr sicher. Er wird einen Trainer holen, der definitiv Sinn ergibt. Ein Ziegler soll dabei überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es wird Geld in die Hand genommen, das ist das Ziel dahinter, das wir jetzt machen. Wenn er dann davon auch die Bestätigung hat, Geld in die Hand nehmen zu dürfen, und wird dann sicherlich einen Trainer holen, der auch gut für den Kader ist. Und mit dem Trainer kannst du nicht immer Glück haben, auch das ist klar. Vielleicht ist er bei der Trainerfrage auch ein bisschen zu sicher gegangen, dass man dann sagt, ja, wir vertrauen dem Trainer. Manchmal klappt es einfach nicht und das hat er auch bei Hausmann vielleicht schon einen Fehler gemacht, der dann selbst zurückgetreten ist. Vielleicht war das jetzt bei vielen auch ein kleiner Fehler, aber grundsätzlich will ich mir überhaupt nichts vorwerfen. Wie gesagt, wenn du halt 10 Sachen richtig machst und 2 Fehler machst, dann sehen halt die Leute nur deinen Fehler. Das kennt man und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, vor allem bei Ottmar Schock. Die Gremien mussten sich sogar dazu äußern, dass sie hinter ihm stehen. Das finde ich absolut krass, wie unglaublich viel Kritik da hereingeraten ist. Der Mann, dem wir eigentlich gefühlt alles zu verdanken haben, der unglaubliche Kontakte zum DFB pflegt, zur DFL und auch unglaubliches Fachwissen hat, ganz genau weiß, wie das alles abläuft. Wie gesagt, eigentlich mit guten Transfers artig aus der Vereinslosigkeit vielleicht zur Vereinslegende gemacht hat. Ja, da war schon sehr vieles richtig, aber auch einige Sachen falsch und das ist ganz normal im Sport. Du kannst nicht alles richtig machen, dann wäre er definitiv nicht mehr bei uns und eigentlich hat er auch immer die Ruhe der Arbeit hier genossen. Hat auch sicherlich große Angebote, das hat er ja auch selbst gesagt, hat aber auf die extra verzichtet, weil er sich beim FCM wohlfühlt, vor allem wegen der Ruhe bei der Arbeit, dem Vertrauen, und dazu gehört auch eine schlechte Phase nach einer sehr guten Phase. So ist der Fußball, hart und gemein. Und hast du halt einen Fehler gemacht, stehst du halt auf einmal auf Platz 18. Das wird aber ausgebeult. Wie gesagt, meiner Meinung nach wäre der richtige Schritt, da mit Jung zu gehen, wenn man das Geld hat. Wenn man eine Lösung mit Düsseldorf findet oder vielleicht, es gibt auch andere Trainer wie den Wörle, der eventuell ins Profil passen könnte. Es gibt auch noch weitere Trainer wie ein Klaus, der passen könnte. Aber hier reden wir von könnte, es könnte auch beispielsweise ein Ziegner passen. Das weiß keine Sau, ob der dann vielleicht einschlägt und auf einmal alles kaputt trainiert. Das wird der Trainer dann selbst entscheiden. Es kann auch sein, dass wenn beispielsweise ein Vincent Kompany nach Magdeburg kommen würde, das wird niemals passieren. Aber wenn es passieren würde, dass er überhaupt keinen Plan hat, wie er mit dem Kader umgehen kann. Das kann immer sein. Das ist immer individuell eine Sache, die ganz interessant ist. Wie gesagt, einige Trainer fallen finanziell raus, andere Trainer wegen dem System. Ottmar hat ja bereits gesagt, er sucht einen offensiv spielenden Trainer. Dementsprechend würde meiner Meinung nach definitiv Daniel Thune passen. Muss er natürlich nur den Vorstand beeindrucken, dass es auch so finanziell klappt. Wird sicherlich seine 500.000 pro Jahr wollen. Direkt einen 2-Jahres-Vertrag dann drücken. Plus Option. Bei Klassenerhalt vielleicht. Wäre meiner Meinung nach eine Top-Lösung. Und dementsprechend hat man dann vielleicht über längere Zeit nochmal einen Top-Trainer, der auch vorher einen Namen hatte. Das war ja davor beim FCM nicht so ein großes Ding. Man hat immer meistens Trainer geholt, die eher No-Name waren, beziehungsweise ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind, wie auch bei Tietz das der Fall war, bei Fiedler auch eher so ein No-Name, 3. Liga-Trainer geholt, der aber im Aufbau war, Großes zu erreichen.
Und ja, davor war das eigentlich auch immer ähnlich der Fall. Und deswegen muss jetzt definitiv ein erfahrener Trainer her, um diese Lage zu bereinigen. Wir haben mit Patrick Sand einen unglaublich guten Interimstrainer, dem ich auch absolut das Vertrauen schenke. Und die Trainerfrage wird sicherlich noch längere Tage offen sein. Ich werde euch da immer updaten, das ist auch ganz wichtig. Wir werden täglich neue Gerüchte haben. Aber bis jetzt, heute gab es noch kein weiteres Gerücht. Es wundert mich, dass bis jetzt noch nie der Name Tim Walter oder Wirle aufgetaucht ist. Das ist für mich so eine kleine Verwunderung, wo ich mich bis heute frage, wieso da noch niemand ein Gerücht gemacht hat. Aber scheinbar wird das für Ottmar Schock dann auch kein Interesse geben. Obwohl ich bei Thomas Wirle auch ihn immer gerne mit Fiedler vergleiche, weil das eine sehr ähnliche Lage ist. Hat nur bei trainiert, hat dann einen unglaublich guten Job gemacht, das ist ein ganz anderes Thema. Wurde dann aber auch bei erste Saison zweite Liga direkt rausgeschmissen und hat im Endeffekt eine ähnliche Erfahrung mit einem Fiedler. Und ich weiß nicht, ob er ein Typ ist, der wirklich den Verein aus der Versenkung retten kann. Ich will mich aber hier auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Thomas Wirle könnte definitiv der richtige Trainer sein. Und dann auch Tim Walter könnte der richtige Trainer sein, der aber zuletzt bei Hull City absolut versagt hat. Im Endeffekt muss ich wirklich sagen, schenke ich Ottmar 100% das Vertrauen, dass er das schaffen kann und schaffen wird, diese Krise zu überstehen und dann dementsprechend auch vielleicht in sein letztes Jahr seines Vertrags zu gehen und dann mit ungefähr 70 aufhören wird beim FCM und im Endeffekt halt auch als kleine Legende, vielleicht als Sportchef gehen wird und vielleicht seinen Sohn dann sogar übernimmt, dass er dann da nochmal ein bisschen die Hände drin hat. Das wäre mein Traum-Szenario, damit es auch erfolgreich weitergeht. Weil ich hatte immer die große Angst, nicht, dass wenn Tietz geht, das alles endet. Das bin ich bis heute noch überhaupt nicht der Meinung, sondern dass, wenn Schock geht, vieles Positive enden wird. Und deswegen hoffe ich bis heute noch sehr, dass dann da sein Sohn übernimmt, auch wenn der zuletzt nicht so gute Position bei Waldhof Mannheim hatte. Jedoch bin ich wieder auf eure Kommentare sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Vielleicht auch anders als ich denkt. Warum die Kritik so krass ist. Ich finde sie, wie gesagt, komplett überbewertet und frech, wenn man die Leistung im Gegensatz dazu sieht. Man sieht halt nur die Fehler leider. Und ihr könnt gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen. Liken nicht vergessen, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und dann dementsprechend Kanalmitglied werden. Ab 99 Cent kann man auch gerne machen. Würde mich sehr supporten. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.